Ja, herzlich willkommen bei der Firma Belimo. Mein Name ist Rainer Will. Ich bin seit knapp 26 Jahren jetzt bei der Firma Belimo, bin in Berlin ansässig, betreue Ingenieurbüros über unsere gesamte Produktpalette hinaus. Heute soll es aber um das Thema Brandschutz gehen. Und dort sieht es also so aus, dass ich also deutschlandweit derjenige bin, der sich speziell um die Brandschutzthematik dort kümmert. Sitze also auch in diversen Normen- und Richtlinienausschüssen drin. Wir sind also auch mit vertreten beim VDMA-Arbeitskreis Brandschutz und Entrauchung. Und die Firma Belimo ist also auch Mitglied der Aktionsgemeinschaft Entrauchung, die also auch dieses Jahr wieder sehr interessante Veranstaltungen anbietet. Heute soll es aber um das Thema Motorisierung von Brandschutzklappen gehen. Ja, worum soll es heute gehen? Also, als Einstieg in die Thematik mal folgendes Schaubild. Wir haben hier dargestellt 2 Brandschutzklappen, eine alte klassische, sage ich mal, rein über Thermoelement ausgelöst. Das sitzt da, wo man den roten Pfeil sieht. Wenn dieses Thermoelement, das ist ein Schmelzlut in aller Regel, wenn das bricht, dann wird die Arretierung freigegeben und die unter Federkraft gehaltene Klappe fällt zu. Auf der rechten Seite sehen wir eine motorische Klappe. Auch diese hat eine Auslöseeinrichtung. Auch diese löst bei in aller Regel 72 Grad aus, aber funktioniert technisch ganz anders. Wenn dieses Thermoelement auslöst, dann wird die Spannungsversorgung des Antriebs unterbrochen. Das aktiviert die Notstellfunktion und die Klappe fährt dann über die Federkraft, die im Motor gespeichert ist, zu. Und was Sie auch schematisch angedeutet sehen, das ist die Rauchauslöseeinrichtung. Und um die geht es also in aller Regel, wenn es um motorische Klappen geht. Das heißt jetzt nicht, dass diese Rauchauslösung zwingend direkt mit der Klappe verbunden ist. In aller Regel sieht das so aus, dass man in dem Gebäude eine Brandmeldeanlage hat. Und wenn die auslöst, dann bekommt die Brandschutzklappe in aller Regel noch über den Umweg, über die Gebäudeleittechnik den Befehl zuzufahren. Ja, und jetzt ist die Frage, wann nehme ich die eine Klappe, wann nehme ich die andere? Ganz kurzer Abstecher noch zu den Entrauchungsklappen. Im Unterschied zu den Brandschutzklappen sind Entrauchungsklappen immer motorisiert. Und da die Feuerwehr in Deutschland den Wunsch hat, also auch wenn sie vor Ort ist, noch diese Entrauchungsklappe übersteuern zu können, sind diese Antriebe gekapselt in einem Calciumsilikatgehäuse und müssen auch mit Funktionserhalt verdrahtet werden, damit es also möglich ist für die Feuerwehr, die Klappe dann noch manuell zu übersteuern. Im Unterschied zu der Brandschutzklappe haben wir hier keinen Federrücklaufantrieb. Der Entrauchungsklappenantrieb ist also ein reversierbarer Antrieb. Er braucht in beide Richtungen ein aktives Signal, hat also nicht wie bei der Brandschutzklappe eine Fail-Safe-Stellung. Aber zurück zur Brandschutzklappe. Wann benötigt die Brandschutzklappe einen Motor? Und das lässt sich relativ einfach beantworten. Zum einen dann, wenn eine Rauchauslösung erforderlich ist, dann ist die Rauchauslösung das Primäre und der Stellantrieb an der Klappe ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und 'n zweiter Punkt, wenn die Funktionsprüfung der Brandschutzklappe fernbetätigt erfolgen soll. Und das ist ein neuer Punkt, den gucken wir uns zum Ende meines Vortrags noch mal an. Jetzt wäre also die Frage, wann ist eine Rauchauslösung erforderlich? Das kann im einfachsten Fall so sein, dass diese Rauchauslösung direkt Bestandteil der Zulassung der Brandschutzklappe ist. Und dort gibt es also ein besonderes Beispiel, das sind die Überströmklappen. Das sind also Klappen, Brandschutzklappen ohne beidseitigen Kanalanschluss. Stellen Sie sich vor, Sie belüften eine Schule, verzichten aus Vandalismusgründen weitgehend auf ein Kanalsystem, blasen also die Zuluft in das Klassenzimmer ein, lassen die Abluft in den Flur überströmen und sammeln sie dann am Ende des Flurs ein. Wenn es jetzt im Klassenzimmer brennen würde, dann könnte der Rauch gar nicht anders als in den Flur, also in den Flucht- und Rettungsweg eindringen und diesen verrauchen. Damit genau das nicht passiert, hat man also hier motorische Brandschutzklappen und eine Rauchauslöseeinrichtung direkt mit an der Klappe dran. Und das bildet auch von der Zulassung her eine Einheit. Das wäre also ein Beispiel dafür, dass also diese Rauchauslösung direkt mit Bestandteil der Zulassung der Klappe ist. Ja, schauen wir weiter. Rauchauslöseeinrichtung wird in einer Verordnung oder Richtlinie gefordert. Ich habe hier mal eine
ja, eine Normenpyramide dargestellt. Sie sehen oben mit sehr hoher Verbindlichkeit Gesetze und Verordnungen. Hier werden in aller Regel allgemeine Schutzziele definiert. Die haben aber eine sehr hohe Verbindlichkeit. Und als Beispiel für Gesetz oder Verordnung hätten wir die Musterbauordnung. Und hier steht tatsächlich im Paragraph 14, dass der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt werden muss. Und es gibt also nicht wenige Sachverständige in Deutschland, die genau an dieser Stelle auch Schluss machen mit der Diskussion und sagen, da, bitteschön, dort steht Schutz vor Feuer und Rauch. Ansonsten gibt es also aber auch noch weitere eingeführte technische Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, zum Beispiel die Musterhochhausrichtlinie. In der Musterhochhausrichtlinie steht also explizit drin, dass also auch die Ausbreitung von kaltem Rauch in andere Brandabschnitte, Treppenräume oder Geschosse verhindert werden muss. Also im Hochhaus dürfte es also auch keine Diskussionen geben, ob Brandschutzklappen dann eben über Rauchauslöseeinrichtungen dann angesteuert werden können, also motorisiert sind. Ja, und ansonsten können wir uns mal anschauen, was die Musterlüftungsanlagenrichtlinie hergibt. Hier geht man ja speziell auf die Thematik Brandschutz in der Lüftung ein. Und dort gibt es also einige Abschnitte, die sich also direkt damit befassen, zum Beispiel der Punkt Zuluftanlagen. Hier steht also eindeutig beschrieben, dass Sie dafür sorgen müssen, dass also Rauch, der von außen ähm, anliegt, also gar nicht erst mit der Außenluft in das Gebäude verschleppt wird. Und hier steht also drin, dass Sie dafür die Außenluft beziehungsweise die Zuluft schützen müssen und das machen sollen, entweder mit Brandschutzklappen, mit Rauchauslöseeinrichtung oder mit Rauchschutzklappen. Kleines Video dazu. Also hier brennt es außerhalb des Gebäudes. Das sind jetzt in aller Regel keine Windräder. Das ist das Nachbargebäude. Das ist eine Mülltonne. Das ist ein Pkw meinetwegen. Sie saugen sich den Rauch mit der Außenluft an und würden ihn jetzt über die Zuluft ins Gebäude bringen. Und damit genau das nicht passiert, Brandschutzklappe mit Rauchauslösung oder Rauchschutzklappe. Der zweite Fall, der erwähnt ist, das sind die Umluftanlagen. Mit Umluft wird heutzutage eigentlich kaum noch gearbeitet. Wir haben in aller Regel Lüftungsgeräte mit einer ausgefeilten Wärmerückgewinnung. Aber wenn man also doch eine Umluftanlage hätte, dann ist die im Brandfall natürlich der GAU. Das heißt, ich sauge mir den Rauch in mein Abluftkanalnetz ein. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse und ihn aktiv der Zuluft wieder beimische, dann habe ich natürlich innerhalb von wenigen Sekunden mein Gebäude komplett verqualmt. Damit das nicht passiert, also auch hier die Anforderung, entweder Brandschutzklappe mit Rauchauslöseeinrichtung oder eine Rauchschutzklappe zu setzen. Der hier in der Zuluft abgebildete Rauchmelder würde also in diesem Fall beide Situationen mit abdecken, sowohl Rauchansaugung mit der Außenluft als auch diesen Umluftweg. Wenn ich nur den in der Zuluft habe, dann weiß ich natürlich nicht, wo es brennt. Insofern wäre es also durchaus natürlich sinnvoll, also auch einen Rauchmelder in der Abluft zu haben, weil dann wüsste ich, es brennt im Gebäude, weil das ist natürlich dann eine ganz andere Gefährdungslage. Ja, und dann haben wir einen sehr interessanten Punkt. Das sind die Lüftungszentralen. Also hier sagt die Musterlüftungsanlagenrichtlinie, dass Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen aus Stahlblech mit nicht brennbaren Dämmschichten ausgestattet werden müssen. Nun habe ich aber in aller Regel brennbare Dämmschichten, also spätestens meine Isolierung und meine Außen- oder Fortluftkanäle, das sind brennbare Dämmschichten. Und wenn ich die habe, dann greift das, was hier ganz unten steht, unter Absatz 3, dann muss ich Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen verwenden. Und so haben wir also die für viele kuriose Situation, dass ich also erstmal von der Lüftungszentrale zu dem benachbarten Brandabschnitt überhaupt keine Brandschutzklappe drin habe, weil man davon ausgeht, dass Lüftungszentralen betriebs- und brandsicher sind. Das heißt, von der Lüftungszentrale selbst keine Brandgefahr ausgeht. Erst über den Umweg brennbare Dämmschichten kommt überhaupt eine Brandschutzklappe dort hinein und das muss dann eben auch eine mit Rauchauslöseeinrichtung sein. Steht seit vielen, vielen Jahren schon so in der Musterlüftungsanlagenrichtlinie, ist vielen so gar nicht bewusst, weil sie es eigentlich für selbstverständlich ansehen, dass in der Lüftungszentrale Brandschutzklappen zu setzen sind, aber sie kommen tatsächlich erst über einen Umweg hinein.
Ja, und dann haben wir einen Punkt in der Musterlüftungsanlagenrichtlinie, der befasst sich mit dem Thema kontrollierte Wohnungslüftung, Lüftungsanlagen nach DIN 18017. Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Also grob zusammengefasst, wenn ich kontrollierte Wohnungslüftung machen will, dann darf ich so ohne weiteres diese DIN 18017 Klappen nicht verwenden. Diese DIN 18017 Klappen, die sind mal entwickelt worden für die Belüftung oder Entlüftung von innenliegenden WCs. Das sind also Klappen, an die deutlich geringere Anforderungen gestellt werden als an die normalen CE-geprüften Klappen. Und hier hat also die AG Bau gesagt, die sind also für kontrollierte Wohnungslüftung so ohne weiteres nicht verwertbar. Ich möchte das aber ganz gerne mal nutzen als Anhaltspunkt, um mal 'n Schritt in die Vergangenheit zu machen zu diesen 18017 Lüftungsanlagen. Und zwar ist es so, ähm, dass es hier prinzipiell 2 Varianten gibt für 1817 Anlagen. Das eine ist die Schachtlösung und das andere ist die Schottlösung. Also diese Deckenschotts, die kamen irgendwann, ja, 1994, glaube ich, kamen die auf. Bis dahin hat man die Schachtlösung verwendet. Und die Schachtlösung, das ist das, was Sie links abgebildet sehen. Dort haben Sie einen klassifizierten Schacht und in dieser Schachtwand sitzen ein Brandschutztellerventil nach DIN 18017. Dann kamen diese Deckenschotts auf. Die Architekten waren begeistert. Man konnte sich diesen klassifizierten Schacht ersparen, hat also einfach nur noch einen Deckenschott unter die Decke genagelt und hatte den gleichen Effekt. Da waren natürlich die Hersteller, die diese klassifizierten Schächte hergestellt haben, die waren darüber so ein bisschen verärgert. Und dann hat man tatsächlich überlegt, ob man diesen Deckenschotts nicht was Negatives nachsagen kann. Und es ist tatsächlich so, dass es also mit diesen Schachtlösungen in der Vergangenheit eigentlich nie Probleme gegeben hat. Nehmen wir mal an, Sie haben innenliegendes WC. Jetzt muss ich die Animation noch zum Laufen bringen. Es brennt im WC, das Deckenschott kommt relativ schnell nicht das Deckenschott, Entschuldigung, das Brandschutztellerventil kommt relativ schnell auf Temperatur, löst aus und der Rauch bleibt aber in dem Brandabschnitt gefangen. Das sieht bei der Schottlösung tatsächlich anders aus. Hier brennt es wieder. Das Deckenschott, das oben liegende Deckenschott kommt auf Temperatur. Dann sieht es aber so aus, ähm, dass der Rauch durch den Überdruck in dem Brandraum sich nach unten bewegt, wird dabei so weit abgekühlt, dass das darunter liegende Deckenschott nicht auslöst. Ähm, ja, und das hat man eben genutzt und hat also dagegen argumentiert und hat gesagt, dann können doch diese Deckenschotts unmöglich weiter verwendet werden. Und dann hat also das Institut für Bautechnik eigene Brandversuche in Auftrag gegeben bei einer Materialprüfanstalt und hat also dieses Ergebnis tatsächlich auch bestätigt. Und dann stand man so ein bisschen unentschlossen herum und hat also ernsthaft überlegt, ob man diesen Deckenschotts wieder die Zulassung entzieht, weil sie eben eine Rauchübertragung nach unten nicht verhindern können. Und die Argumentation war dann so, dass man gesagt hat: „Na ja, wovon reden wir? Wir reden von innenliegenden WCs. Wir haben geringe Brandlasten. Wir haben kleine Querschnitte. Was kann schlimmstenfalls passieren?“ Und dann hat man so salopp gesagt: „Na ja, der in der Badewanne eingeschlafene Student, den könnte es dort möglicherweise erwischen“, und hat also darauf verzichtet, diesen Deckenschutz die Zulassung wieder zu entziehen. Das Kuriose an dieser Diskussion war, dass das, was sie mit diesen Deckenschotts machen konnten, also Abbildung oben rechts, schon immer machen konnten mit ganz normalen Brandschutzklappen, Abbildung unten links. Da haben sie jetzt aber einen Raum mit beliebigen Brandlasten und sie haben Brandschutzklappen. Was hat die größte? 1500 mal 800. Da haben sie natürlich den gleichen Effekt. Auch dort wird es aus der unteren Brandschutzklappe rausrauchen, weil diese eben deutlich später auslöst. Und da können Sie natürlich ganz andere Rauchmengen übertragen. Und wenn Sie jetzt, was Sie ja bei einer normalen Lüftung haben, die Zuluft noch mit dazu nehmen, dann wird das Ganze natürlich noch komplizierter. Achten Sie mal auf diese Abluft und die Zuluftbrandschutzklappe dort. Wir sehen es jetzt gleich noch mal auf dem nächsten Bild. Es ist immer so, dass Ihnen die Abluftklappe deutlich vor der Zuluftklappe schließen wird. Also dort saugen Sie die heißen Brandgase drüber. Die kommt relativ schnell auf Temperatur.
Auf das Thermoelement der Zuluftklappe, da blasen Sie 20 Grad temperierte Luft. Die Klappe löst in ewig nicht aus. Und das ist es natürlich so, dass jeder Kubikmeter Luft, den Sie jetzt noch in diesen Bereich bringen, der kommt Ihnen als Rauch irgendwo aus diesem Bereich auch wieder raus. Das heißt, wenn Sie das verhindern wollen, dann müssen Sie Zuluft- und Abluftbrandschutzklappe miteinander verriegeln. Also spätestens, wenn die Abluftbrandschutzklappe schließt, muss die Zuluftklappe auch schließen. Das geht aber dann eben nur wieder mit motorisierten Klappen. Das heißt, Sie sehen, abgedeckt durch die Musterlüftungsanlagenrichtlinie haben Sie eigentlich die ganze Bandbreite von unkritisch bei der Schachtvariante DIN 18017 bis kreuzgefährlich, wenn Sie eine ganz normale Lüftungsanlage haben, mit dabei. Und Sie müssen jetzt also überlegen, ob Sie da also entsprechende Vorkehrungen treffen müssen. Und diese Überlegung stellt auch die AG Bau jedes Mal an, wenn sie die Musterlüftungsanlagenrichtlinie neu gestalten. Und dort überlegt man jedes Mal, ob man nicht einfach reinschreiben sollen, dass bei Sonderbauten dann schon schärfere Anforderungen gestellt werden können. Und man kann sich dann aber immer nicht so richtig dazu durchringen und dann kommt so ein Abschnitt rein, wie Sie ihn hier sehen. Das heißt, man sagt also erstmal auch für Sonderbauten werden also keine zusätzlichen Anforderungen gestellt, aber in besonders gelagerten Einzelfällen ist zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen notwendig werden, zum Beispiel Rauchauslöseeinrichtungen für Brandschutzklappen. Das heißt, man verlagert ganz geschickt diese Thematik in Richtung ja, Brandschutzkonzeptersteller und TGA-Fachplaner. Das ist natürlich nicht nett und gerade für die Ingenieurbüros stellt das ein Problem dar, wenn sie natürlich mit den Bauherren diskutieren müssen, der fragt: „Wo steht denn das, dass ich das muss?“ Und sie eigentlich der Überzeugung sind, dass es so richtig wäre. An der Stelle lohnt ein Blick mal nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen war das einzige Bundesland, was seinerzeit ausgebrochen ist aus der sonst relativ einheitlich eingeführten Musterlüftungsanlagenrichtlinie. Nordrhein-Westfalen hat zusätzliche Anforderungen an Brandschutzklappen gestellt. Und zwar stand dort in einem Absatz unten drunter, dass Brandschutzklappen über eine Rauchauslöseeinrichtung verfügen müssen. Was wusste Nordrhein-Westfalen, was der Rest der Republik nicht wusste? Naja, das war also tatsächlich die Konsequenz, die man aus dem Flughafenbrand in Düsseldorf gezogen hat. Hier gab es eine Expertenkommission, die also im Anschluss ein, ja, ähm, ein Dokument erstellt hat, wo ganz klar überlegt wurde, wie in Zukunft solche Brandereignisse verhindert werden können. Und eine ganz zentrale Forderung war eben Ausrüstung von Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtung. Gut, das zur Musterlüftungsanlagenrichtung. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Kapitel und das ist das Kapitel allgemein anerkannte Regeln der Technik. Kurz zur Begriffsbestimmung. Was ist allgemein anerkannte Regel der Technik? Für die Juristen ist das gegeben, wenn etwas theoretisch richtig ist, wenn es durchweg bekannt ist und wenn es sich in der Praxis bewährt hat. Das sind also die 3 Punkte, die erfüllt sein müssen, damit etwas als allgemein anerkannte Regel der Technik gilt. Häufig wird es durcheinander gebracht von der Begrifflichkeit mit Stand der Technik. Stand der Technik wäre die nächsthöhere Stufe. Wenn zum Beispiel ein Brandschutzklappenhersteller auf der ISH in Frankfurt eine neue Brandschutzklappe vorstellt, dann wäre das möglicherweise Stand der Technik. Aber da es ja um eine ganz neue Klappe handelt, hätte die sich ja noch nicht in der Praxis langfristig bewährt. Also das schulden Sie Ihrem Auftraggeber nicht. Und dann gäbe es auch noch Stand von Wissenschaft und Technik. Das wäre so die höchste Technikklausel. Das schulden Sie Ihrem Auftraggeber auch nicht. Der erwartet von Ihnen allgemein anerkannte Regel der Technik. Kommen wir jetzt zur Brandschutzklappe zurück. Wir hatten vorhin erwähnt, dass diese Brandschutzklappen thermische Auslöseeinrichtungen haben. Egal, ob das klassische Schmelzlot ist oder die thermoelektrische Auslöseeinrichtung, sie werden nach einheitlichen Kriterien überprüft. Das ist also einmal ein Dauerversuch, über 60 Minuten anliegend, 60 Grad darf dieses Thermoelement nicht auslösen. Und das zweite, das ist der spannendere Versuch, ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 25 Grad und einem Temperaturanstieg von 20 Kelvin pro Minute muss dieses Thermoelement nach 4 Minuten ausgelöst haben. Also dieses klassische Thermoelement mit der Nennauslösetemperatur von 72 Grad löst ihn in der Praxis eher so im Bereich 100 Grad aus, weil das Material muss die Wärme ja auch erstmal aufnehmen können. Ja, und jetzt schauen Sie mal rein in so einen klassischen Brandverlauf. Wir haben also hier Schwelbrandphase, Entstehungsbrandphase
wo diese 100 Grad in etwa anliegen, und das wird dann schon am Ende des Entstehungsbrandes sein. Also, da sind Sie schon kurz vorm Vollbrand. Während der Schwelbrandphase und während des Entstehungsbrandes haben Sie aber schon ordentliche Rauchmengen, die Sie erzeugen, die Sie dann möglicherweise aktiv oder passiv mit der Lüftungsanlage im Gebäude verteilen. Und wenn Sie jetzt mal sich den Unterschied anschauen, motorische Brandschutzklappe zu rein thermisch auslösender Brandschutzklappe, das ist dieser Pfeil, das ist halt dieser Zeitvorsprung, den Sie haben. Und diese Zeitdifferenz, die korrespondiert eben genau mit der Eigenrettung von Personen im Gebäude. Ich habe im letzten November teilgenommen an den IPOS-Sachverständigentagungen in Dresden. Dort gab es einen sehr interessanten Vortrag von dem Herrn Maiworm von der Berufsfeuerwehr in München. Die führen dort deutschlandweit eine Statistik und bewerten Brandereignisse. Und hier mal sehr interessant: Der erste Balken stellt dar, in wie viel Prozent der Brände es eine Brandausbreitung über das Gebäude hinaus gegeben hat. Und Sie sehen, der Anteil ist verschwindend gering. Das ist 1, 2%, dass so eine Brandwand mal nicht standgehalten hat, ist also eher die ganz große Ausnahme. Jetzt sind wir aber innerhalb des Gebäudes, und hier ist die Frage, wie sieht es mit den Nutzungseinheiten aus? Auch die sind ja brandschutztechnisch voneinander abzuschirmen. Und da sieht man also, dass schon bei, naja, so 10, 15% der Fälle auch die Brandausbreitung sich nicht auf eine Nutzungseinheit begrenzen ließ. Und der dritte Balken, der ist der interessante jetzt. Hier sehen Sie, dass es bei der Rauchausbreitung so ist, dass also in fast 2 Dritteln der Fälle der Rauch sich auch nicht auf die Nutzungseinheit begrenzen lässt. Und an der Stelle ist die Lüftungsanlage natürlich die erste Adresse. Also, kommen wir zurück zu der Frage, was ist denn nun mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik? Also, dass eine Rauchauslösung für eine Brandschutzklappe theoretisch richtig ist, wenn man die Rauchausbreitung verhindern will. Da konnten Sie vor 30 Jahren schon in Ihren Recknagelsprenger gucken. Dort stand das drin. Durchweg bekannt natürlich auch und auch in der Praxis bewährt. Es sind im Moment, wenn Sie wenn die Hersteller der Brandschutzklappen ausliefern, dann haben wir im Moment einen Motorisierungsgrad von Brandschutzklappen, der liegt im Bereich 50%, also praktisch erprobt allemal. Und es wird auch von Jahr zu Jahr steigt dieser Motorisierungsgrad an. Ein weiteres Indiz, ob etwas allgemein anerkannte Regel der Technik ist, das sind dann eben Technikwerke wie VDI. Da gibt es also die Mutternorm. Das ist die VDI 3819 Teil 2 Brandschutz in der Gebäudetechnik. Und wenn Sie dort mal schauen, dann sehen Sie also, wie selbstverständlich die Brandschutzklappen bereits in der Schwelbrandphase mit A gestellt. Das setzt natürlich voraus, dass die motorisiert sind und über Rauchauslösereinrichtung ansteuerbar sind. Sehr interessant auch ein juristisches Gutachten. Das ist mittlerweile über 20 Jahre alt. Dort hat sich eine große Anwaltskanzlei vor 20 Jahren schon mal mit der Thematik auseinandergesetzt, inwieweit rein thermisch auslösende Brandschutzklappen überhaupt noch den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Und die Juristen kamen zu dem ganz klaren Urteil, also gerade dann, wenn es um Personenschutz geht, reicht die ausschließliche Auslösung über Thermoelement nicht mehr aus. Ich brauche die zusätzliche Option der Rauchauslösung. Also auch eine sehr interessante Sache, wohlbemerkt schon vor 20 Jahren. Gut, das war der Punkt Rauchauslösung von Brandschutzklappen, die es also zwingend erforderlich machen, dass Sie dort einen Motor dran haben. Ganz früher gab es auch mal die Konstellation, dass man dort Haftmagnete an der Klappe gesetzt hat. Die konnte man auch mit einer Rauchauslösereinrichtung koppeln. Das macht aber heute kein Mensch mehr. Es sind also tatsächlich dann motorische Klappen. Ein weiterer ausgesprochen interessanter Punkt ist das Thema motorisierte Brandschutzklappen und Wartung von Brandschutzklappen. Und auch hier mal ein ganz kurzer Blick in die Vergangenheit. Ganz früher gab es mal Prüfbescheide für Brandschutzklappen, und dort stand über dem
Überbegriff Wartung, dass also Brandschutzklappen regelmäßig gewartet werden müssen. Dann kam die allgemein bauaufsichtlichen Zulassung für die Brandschutzklappen. Dort stand immer noch unter dem Punkt Wartung, dass Brandschutzklappen in halbjährlichen Abstand zu warten sind. Und wenn zwei aufeinanderfolgende Wartungen keine Mängel ergeben, dann konnte man auf den jährlichen Wartungsintervall gehen. Das ist das, was viele von Ihnen sicherlich auch so noch im Hinterkopf haben. Und dann kam, wenn man so will, der Sündenfall. Das waren diese Deckenshots. Die sahen also so aus, dass sie dort zwei Calciumsilikatklötze hatten, die also über Schaumbildner unter Temperaturbeanspruchung in den Kanal geschoben wurden. Und dort wusste man nicht so richtig, was man machen sollte, wie man die warten soll, wie man die auf Funktion testen soll. Und dann hat man in der Zulassung dieser Klappen, dieser Shots, den Punkt Wartung einfach rausgenommen. Und dann haben die Hersteller gemacht, naja, dann ist das Ding wartungsfrei und haben das auch so beworben. Und dann hat das Institut für Bautechnik gesagt, naja, so war es jetzt eigentlich auch nicht gemeint, aber da war das Kind mehr oder weniger in den Brunnen gefallen. Und dann haben die Hersteller der normalen Brandschutzklappen überlegt und haben gesagt, naja, was jetzt für die Deckenschutz gilt, das muss dann also auch für normale Brandschutzklappen unter bestimmten Voraussetzungen gelten. Und dann kamen diese Brandschutzklappen wartungsfrei oder ohne Wartungsauflagen auf den Markt. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können. Das waren seinerzeit Klappen, die mit relativ großem Aufwand installiert werden mussten. Die saßen dann teilweise in einem Einschubrahmen drin. Das waren also relativ aufwendige Dinge. Die gab es dann irgendwann nicht mehr und man kam dann zu dem Schluss, dass im Prinzip alle Brandschutzklappen wartungsfrei sind. Und sie haben dann in diesen Zulassungen auch nicht mehr den Begriff Wartung, sondern hier operiert man mit den Begriffen Nutzung und Instandhaltung. Wie kommt man darauf, dass die Brandschutzklappen wartungsfrei sind? Man hat sich hier einfach mal an der DIN-Norm orientiert. Und die hat also unter dem Überbegriff Instandhaltung, Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Wenn wir das jetzt mal auf die Brandschutzklappe beziehen, eine Verbesserung nehmen Sie an der Klappe nicht vor. Instandsetzung wäre, wenn was kaputt geht, dann wäre es zu reparieren. Ist auch schwierig, wenn das Klappenglatt gebrochen ist, dann braucht man in aller Regel eine neue Klappe. Bleiben also übrig Wartung und Inspektion. Und Wartung ist definiert als eine Maßnahme zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates. Und wenn man nach dieser Definition geht, dann machen Sie an der Brandschutzklappe keine Wartung. Das heißt, Sie erneuern nicht die Verzinkung, Sie doppeln auch nicht das Calciumsilikat auf dem Klappenblatt auf. Das, was Sie machen, ist eine Funktionskontrolle, also Inspektion. Ja, und wenn das Ding verdreckt ist, dann müssen Sie es reinigen. Das hat aber von der Definition nichts mit Wartung zu tun. Insofern kann man also durchaus sagen, dass die Brandschutzklappen wartungsfrei sind, möglicherweise aber nach VDI 6022 in regelmäßigen Abständen auch zu reinigen sind. Das hat dann aber nichts mehr mit der Zulassung der Klappe zu tun. Das ist dann einfach mal Betreiberpflicht. Und heute haben wir also die CE-zertifizierten Klappen. Und heute ist es also so, dass sich nicht mehr das Institut für Bautechnik über alle Hersteller hinweg dazu auslässt, was bei der Instandhaltung zu tun ist, sondern jetzt ist also tatsächlich der Hersteller selbst mit seiner Betriebs- und Montageanleitung derjenige gesagt, was mit seiner Brandschutzklappe zu tun ist. Und das kann also durchaus von Hersteller zu Hersteller und auch von Klappe zu Klappe unterschiedlich sein. Also wenn man es genau betrachtet, hat man so ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Aber man hat sich im Rahmen eines Arbeitskreises vom VDMA so ein bisschen zusammengerauft und hat also auch eine Wartungsrichtlinie mal veröffentlicht, an die sich die Hersteller weitgehend auch halten. Aber prinzipiell ist es so, das, was in der Betriebs- und Montageanleitung steht, das ist dann also auch für die jeweilige Klappe verbindlich. Und wenn Sie dort mal reinschauen, dann finden Sie also folgenden Satz: Sie müssen also eine wiederkehrende Inspektion machen, aber wenn Sie Brandschutzklappen haben mit Federrücklaufantrieb, dann kann zum Beispiel eine Sichtkontrolle vor Ort an der Klappe entfallen und Sie würden dann also mit einer motorischen Aufzufahrt und mit dem Protokollieren der Endschalter sich diese Inspektion vor Ort ersparen können.
Und das ist natürlich jetzt ein sehr interessanter Punkt. Also, während man also bisher eher immer drohen musste, auch dem Betreiber und sagen musste: „Mensch, mach dort, 'ne motorische Klappe, dann ist der Personenschutz gewährleistet“, kann man ihm jetzt auch, sagen: „Na ja, überleg mal, wenn du bei der Investition ein paar Euro mehr ausgibst für eine motorische Klappe, sparst du das hinten raus über Inspektionen mit ein.“ Das ist also etwas, was also gerade den Ingenieurbüros also jetzt auch sehr hilft, dort motorische Klappen dort in die Ausschreibung zu bringen. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag am Ende und ich bedanke mich und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.